Herzlich willkommen zurück zu The Silent Age. Wir sind ein Hausmeister in einem mysteriösen Unternehmen. Wir verfolgen eine Blutspur. Und wir haben beim letzten Mal das Pflaster auf den linken Knopf gedrückt und gucken jetzt mal, ob die Tür aufgeht, wenn wir gleichzeitig auf den rechten drücken. Brillant. Wer sitzt denn da? Ist das mein Kollege? Der Mann braucht meine Hilfe, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieht nicht aus, als ob es auf einen Sender eingestellt ist. Sprechen wir mal mit ihm. Scheint noch zu leben. Mister, are you all right? You're bleeding. That's a lot of blood. Stay right here. I'll go get help. No! Don't get anyone. Are you alone? I'm not sure what... I asked you a question. Are you alone? Yes, I came down here by myself. Good enough. Listen, I'm shot bad. I don't have a lot of time, but I'm also not important. At least this version of me isn't. What's important is that you understand what I am about to tell you now. Should I be writing this down? I don't have anything to write with. Shut up and pay attention! You're standing on the brink of an extinction-level event, set in motion by greedy half-wits that will eventually end the lives of every man, woman, and child on the planet. I know this because I'm partially to blame, and though I realized our folly in time, less sane and more senior heads prevailed. I have arrived from 40 years into the future to prevent it from happening. Things are obviously vastly more complex than this, but for lack of time to explain this properly to an insufficiently primed recipient intellect, I am what you would probably perceive as a time traveler. Mister, you've obviously lost a lot of blood. Quiet! I have planned this out in every detail for the better part of my life. And I'll be damned if I will let it fail because of a single gun-toting, overachieving parking attendant who wasn't where he was supposed to be at this point in time. Thankfully, you look fleeceable enough to be coaxed into performing one simple task for me. I want you to find me and tell me about this event before I depart for the past. You'll need this. What is this? It is a portable, interdimensional planar membrane chronosync instrument. It's a goddamn time machine, okay? For reasons you'll quickly come to realize. The device runs on solar rechargeable batteries. Despite this, I want you to keep it hidden until you're out of town. Don't let anyone see you with it, especially in here. Mister, between the blood and all this space talk, you're making me quite dizzy. I'm not sure how I can help you other than by calling security and getting you to an ambulance. Just take the damn device and find me. You find me, you hear? Go. Mister? Mister? Nein. Ich glaube, er ist tot. Oh mein Gott, ich werde nicht. Help! Help! Stay right there, sir. Listen, you gotta help me. There's a guy in there. There's a lot of blood. He needs help. I said, stay right there. But I work here. You know me. Keep your hands where I can see them. Palms flat against the wall. Spread your legs. The police are on their way. Oh, ich ahne, die wollen mich für diesen Angriff verantwortlich machen. Deswegen hat der Chef mich auch nach unten geschickt. Kapitel 2, die Zukunft. Look,
I don't want to be unreasonable here. All I want is some simple answers to some simple questions. Do you want this to become complicated, do you? Because, oh, we can do that, you know. Make things complicated. Is that what you want? No, sir. Yeah, didn't think so. Let's just keep this nice and informal, shall we? See, I'm a simple, easygoing fella. I try to be affable and not go too hard on people. That's what I find works the best. Now, my partner over here, he's a different kind of guy. A real stickler for the rules. Ain't that right, Burke? See, I'm not too good with long, complicated answers. I confuse easily. Some kind of brain problem, I don't know. So sometimes I gotta consult him, you know, in complicated matters. He's got a real talent for helping suspects simplifying their statements. Thing is, he's not much of a people person, so most people seem to prefer dealing with me. So tell you what, I give you some simple questions, you feed me some simple answers, and we're all home before Donahue. How's that sound? Now, do you mind telling me what this is? Take your time. Die Maschine pulsiert mit grünem Licht. Also irgendwie sollen wir in die Zukunft reisen, um den Mann zu retten. Das ist alles sehr komisch irgendwie. Ich hoffe, die 10 Pfund bleiben drauf, die du auf dem Bildschirm zugelegt hast. Dürre Typen wie ich, die überleben nicht lange im Knast. Ja, er hat uns, denke ich mal, unmissverständlich klar gemacht, dass wenn wir ihm nicht die Antworten geben, die er haben will, dann sorgt er mit körperlicher Präsenz dafür, dass wir die Antworten doch geben. Wo ist das Licht hin verschwunden? Nee, das wollte ich eigentlich nie machen. Hallo? Wurde ich gerade umgehauen? Ich fühle mich seltsam, so als hätte mich jemand zusammengefaltet und dann wieder aufgeblasen. Dem Ding scheint der Saft ausgegangen zu sein. Der Typ sagte, die Maschine wäre solarbetrieben. Also gehe ich mal davon aus, dass ich sie irgendwo ins Sonnenlicht bekommen muss. Wow, Mann, ist echt hell. Gibt übrigens den Zusammenhang in Zeitreisen, wenn wir jetzt wirklich 40 Jahre in die Zukunft gereist sind, sind wir auch materiemäßig genau an dieser Stelle im Universum, wo wir sind, bevor wir die Zeitreise angetreten haben. Das heißt, wir müssten uns theoretisch, wenn die Erde sich auch nur minimal weiter bewegt hat, würden wir irgendwo im echten Zeitreisephänomen, achso, nee, das wollte ich nicht, würden wir irgendwo im Weltall rauskommen, weil die Erde, was ich nach einem halben Jahr auf der anderen Hälfte der Umlaufbahn ist. Ja, das ist bei Zeitreisen auch zu beachten, aber anscheinend haben wir es richtig hinbekommen, aber es wurde halt vereinfacht. Gehen wir mal durch die Tür. Was auch immer hier los ist. Das sieht doch nach Sonnenlicht aus. Nee, noch nie durch die Tür gehen. Mann, ist mir schwindelig. Was ist das? Was ist hier passiert? Wie lange war ich weggetreten? J. Edgar Hoover. Moment, 1972 ist 40 Jahre in der Zukunft gewesen. Hoover war, glaube ich, Präsident vor Roosevelt. Also 1932, doch das kann sein, dass Herbert Hoover da Präsident war. Und 1972 war ja Richard Nixon Präsident. Das ist Herr Hoover. Ich habe sein Bild schon häufig in der Zeitung gesehen. Aha. Das Türschild sagt Zeugenraum. Es ist abgeschlossen. Na, dann gehen wir mal nach oben. Ich bin echt verwirrt. Das sieht nicht im geringsten wie eine Polizeistation aus. Wohin haben die mich gebracht? Leichen, das sieht ja auch nicht so nett aus. Ist abgeschlossen. Oh Gott, was ist das? Mir ist sehr übel. Ich habe noch immer keinen blassen Schimmer, was hier passiert ist. Und jetzt baumelt eine Leiche von der Decke. Ein riesiges klaffendes Loch im Boden. Ich sollte wirklich aufpassen, wo ich trete. Wenn der Boden einbricht, wer weiß dann schon, was schwere Möbel alles anrichten können. Den mal mitnehmen. Nicht mit Brettern vernagelt. Der Hammer hat keine Klaue, um die Nägel zu entfernen, und die Holzpranken sind zu dick, um sie zu zertrümmern. Es muss einen besseren Weg hier rausgeben.
Riesiger Baum auf der zweiten Etage, so wie ich das sehe. Jetzt bin ich ein Tier. Du solltest den Boden nicht reparieren, du solltest eigentlich ein Loch in den Boden schlagen. Aber Moment, bleib mal hier. Tür aufhämmern. Das ist kein Vorschlaghammer. Na gut. Gehen wir weiter nach oben. Das ist ein Bild von Abraham Lincoln. Da ist ein Safe versteckt. Verrückte Sache, Mann. Er ist verschlossen. Machen wir ihn mal auf. Da bin ich. Herkules vielleicht ist ein Safe. Ganoven verwenden Dynamit, um die Dinger zu öffnen, um Himmels Willen. Türklinke ist abgebrochen. Kannst du den Hammer als Klinke benutzen? Kümmerlichen Ding werde ich nie durch die Türe kommen. Enge Tür. Die Tür ist an Ort und Stelle. Das ist, hier hängt bestimmt die Leiche dran an diesem Seil. Das ist Wyatt Earp. Wie gut, dass diese Bilder Schildchen haben, da wäre ich nie drauf gekommen. Das sagt mir gar nichts, der Name. Der Hammer ist hier sinnlos. Ich muss das Seil irgendwie anders durchschneiden. Das ist ein Seil, an dem der Typ unten hängt. Der hält die Türe an Ort und Stelle. Ein großes klaffendes Loch im Boden. Wo? Ich sollte genau hinschauen, wo ich hintrete, wo der Boden einschüttet, weiß, was mein Gewicht dann anrichtet. Ich muss da wirklich nicht runterschauen, das sind vielleicht nur ein paar Etagen. Achso, das soll ein Loch sein, achso. Aber es sieht irgendwie aus wie der Grand Canyon. Was können wir mit dem Hammer anrichten? Nochmal nach unten. Sein Schlüssel an seinem Gürtel befestigt. Ich sollte ihn mal einfach schnappen und hoffen, dass er mir irgendwie hier raushilft. Und dann. Wofür dieser Schlüssel auch immer ist, ich hoffe, er bringt mich sehr weit weg von hier. Oder er weckt mich auf. Guck mal, ob das der Schlüssel dafür ist. Die ist abgeschlossen da. Am Moment. Schlüssel müssen wir ja verwenden. Das passt nicht. Ich für den Safe, aber der Safe eigentlich wahrscheinlich Nummernschlüssel mit Drehen ist. Ein Zahlenschloss, genau. Das passt auch nicht. Und dann gehen uns langsam die Möglichkeiten aus. Schlüssel passt nicht. Gehen wir nach unten. Achso, da geht's noch weiter. Gucken wir erstmal hier. Das passt. Ich habe aufgeschlossen. Na dann. Weiß Schließfach. Die Tür ist mit dem alten rostigen Vorhängeschloss verriegelt. Na, das kriegen wir doch auf, oder? Oh, come on. Ich kann nicht mein altes verrostetes Ferngeschloss mit einem Hammer kaputt schlagen. Ich bin vielleicht aus der Übung, aber das ist verrückt. Hier liegt eine Leiche. Oh Mist, ich werde wahnsinnig, diese Polizeimarke. Das ist der Polizist aus dem Verhör, Burkowski. Das Ganze wird mir echt unheimlich, Mann. Die werden wir bestimmt noch brauchen. Verpackte Beweise. Nicht registrierte Kleinkaliber, Antikriegspropaganda, unregistrierte Sexhilfsmittel, Zähne. Die übrigen Kisten haben Fallnummern. Da das Ganze von 1932 ist, wollen die sagen, dass der Weltkrieg alles vernichtet hat? Da ist eine Menge Zeugs drin. Ich gehe nochmal rein, ich will den Burkowski nochmal ansprechen, vielleicht hat er noch mehr zu sagen. Dass wir dann unnötig lange zurücklaufen müssen. Das
Das ist der Ordnungshüter Francis Bukowski. Jede Faser meines Herzens sagt mir, dass ich ihn nicht anfassen darf. Sein Skelett macht deutlich, dass er in der Lage war, dich wie ein Ast zu zerbrechen. Ach, dann war das der Dicke, der gerne körperliche Gewalt bevorzugt. Gehen wir mal nach unten. Ich kann nur 3 Stufen zählen. Die ersten beiden sind okay. Die dritte scheint irgendwo im Keller zu sein. Gab es hier noch irgendetwas? Nee. Edgar Hoover, nee, der Präsident hieß, glaube ich, Herbert Hoover, aber es kann doch Edgar Hoover gewesen sein, ich weiß nicht. Bist du der andere Polizist? Der Typ muss gewusst haben, was ihn erwartet. Entweder das oder er wurde gestoßen. Ich kann nicht sagen, welcher Gedanke schlimmer ist. Was auch immer das bringen soll, bringt nichts. Karte was? Nee. Kannst du mit der ID-Karte die Tür aufbrechen, so dazwischen stecken? Der Trick hätte funktioniert, wenn das Schloss nicht so kaputt wäre und die Klinke noch vorhanden wäre. Vielleicht klappt es ja an einer anderen Türe. Ah. Das würde vielleicht funktionieren, wenn die Tür abgeschlossen wäre, aber das ist sie nicht. Sie ist nur eingeklemmt. Nochmal nach unten. Gleich bin auf der richtigen Spur. Ah, scheiße, sie ist gebrochen. Oh, warte, es hat Klick gemacht, die Tür ist offen. Geht also doch wie im Fernsehen. Ein Bild. Das ist eine Art Fisch, Karpfen, glaube ich. Die Vereinigten Staaten der USA. Steckbriefe. Herman Bell, gesucht als Mörder. Mögliche Verbindung zu San Francisco 8. Anthony Bottom, gesucht wegen zweifachen Mordes. Mögliche Verbindung zur Black Liberation Army in San Francisco 8. Da sind ein paar Nummern drauf gekritzelt. Zu kurz für eine Telefonnummer oder ein Kennzeichen. Vielleicht ein Türcode. Ich wette, das ist jetzt Code für das Zahlenschloss. Freddy Hilton, gesucht wegen Mordes an einem San Francisco Police Officer. Mögliche Verbindung zu einer marxistischen Revoluzer-Gruppe. Russell Schultz, gesucht zur Befragung durch den CIA. Eintrag geschwärzt. Erno Soto, Verdächtiger an 5 Mordfällen. Verdächtiger 0. Hey, das ist ja mein Foto. Sieht aus, als wäre es von der Kamera aufgenommen worden, als ich gerade mit dem Polizisten gesprochen habe. Was geht hier ab? Verdächtiger 0. Verdacht auf Besitz von experimentellen Militärwaffen. Beweisstücke beschlagnahmt durch die Einsatzgruppe der Homeland Security. Verstehe es nicht. Ich habe gar nichts verbrochen. Ich weiß doch kaum, was gerade passiert ist. Muss unbedingt herausfinden, was hier vor sich geht. Errungenschaft freigeschaltet, Suspect 0. Eine der Schubladen ist nicht abgeschlossen, dazu ist ein Fläschchen Waffen. Das nehmen wir mal mit. Ist beinahe heruntergefallen. Die Flasche ist aber auch ziemlich schwierig. Hat schon mal bessere Tage gesehen. Ich denke, wir werden jetzt mal das Zahlenschloss öffnen gehen. Dem Öl. Ah, mit dem Öl kriegen wir in dem einen Raum dort das Vorhängeschloss auf, wo die Beweise drin waren. Es klappt. Ah, da ist nichts drin. Nichts außer dieser dämlichen Büroklammer. Was für ein Mist. Gehen wir nochmal nach unten. Mit der Büroklammer kriegen wir, denke ich mal, die Tür auf. Oder die? Oder halt kriegen wir damit das Schloss auf. Ich muss das irgendwie einfetten. Dann fette mal ein.
Das Schloss sieht jetzt schon gar nicht mehr so fest aus. Zylinder zu drehen. Das ist auch, wow, das war wesentlich einfacher als ich dachte. Offen. Katana-Schwert. Das Katana-Schwert wollte ich schon immer eins haben, aber jetzt finde ich es irgendwie gar nicht mehr so spannend. Komme ich da jetzt ran? Nee. Nicht registrierte Kleinkaliber, Antikriegspropaganda, unregistrierte Sexhilfsmittel, Zähne, die übrigen Kisten haben Fallnummern. Schwert und ein Hammer. In der nächsten Folge schauen wir dann, wie es weitergeht. Vielleicht kann ich ja mit dem Schwert die Leiche vom Seil befreien und damit die Tür aufkriegen. Schauen wir es uns an. Bis zum nächsten Mal.